We are recording, we are live. Ladies and gentlemen, brought to you from Tossenbach. From Totzenbach in Rome. So, herzlich willkommen alle zu diesem ganz spontanen, kostenlosen Zoom für euch über Körper. Und so, ich habe irgendwie festgestellt und heute auch schon zu Kass und zu Greg gesagt, wir haben die Büchse der Pandora geöffnet, nachdem ich dazu geschrieben hatte, dass ihr eure Fragen posten könnt. Also mit einem Wort, heute war ich echt damit beschäftigt, alle Fragen zu lesen, die nicht nur gepostet worden sind, sondern mir auch persönlich geschickt worden sind. Und es sind so viele und ich fürchte, wir können sie nicht alle heute besprechen. So I just said before, we kind of opened the box of the Pandora because I commented that people could ask questions and post it under the link I sent as I posted. And they also, of course, sent me private messages with questions. And we have so many now, and we can't address them all. So I tried to put them together in little groups, and let's maybe talk about that. So Kass and Greg, you can tell us your experiences and what you know. So, also ich habe es irgendwie jetzt so gemacht, dass ich all diese vielen Fragen versucht habe, in ein paar Gruppen zu ordnen. Und vielleicht können wir die eine oder andere tatsächlich ganz konkret beantworten. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar große Gruppen gemacht und schauen, was Kass und Greg dazu wissen. So, the first group of questions was about weight. So, die eine große Gruppe von Fragen, da ging es um Gewicht. Ja, alle möglichen Fragen zum Gewicht, hauptsächlich natürlich, wie kann ich meinen Körper dazu bringen, Gewicht zu verlieren? Was ist das, wenn ich versuche, Gewicht zu verlieren und ich schaffe es nicht? So, it was mainly about, so how can I tell my body or ask my body to get rid of weight? Or what is that when I just put on weight and there's no way to get rid of it? It seems there's no way to get rid of it. So Kass, you first, ladies first. So what would you say? Right. Well, it's so interesting. Greg and I both were at the ABC, the Advanced Body class, and this topic came up a bit about weight. Ja, also es ist wirklich interessant, genau, dass dieses Thema jetzt kommt. Der Greg und Kass waren beide jetzt beim fortgeschrittenen Körperkurs mit Gary und das Thema war auch ganz schön präsent da. So it's like if when we're asking that question about weight, we have in our awareness how many things get stored in the fat cells of the body, right? Ja, also wenn wir diese Frage nach Gewicht stellen, wir haben tatsächlich ein Gewahrsein darüber, wie viele Dinge, Zeugs in den Fettzellen des Körpers gespeichert werden. Right. So what if you weren't asking about how do you get rid of the weight, but how do I get rid of some of the useless things I've been storing in the fat cells of my body? So was, wenn ihr weniger fragen würdet, wie werde ich gewichtlos, sondern sehr viel mehr, wie werde ich diese nutzlosen Dinge los, die in den Fettzellen meines Körpers gespeichert sind. Wow, I feel some of that already going away. Fühlt sich an, als würden einige sich gerade wirklich verbissen. Yeah. And instead of going on a diet, a food diet, what if you went on a diet of kindness? Und statt jetzt auf eine Diät zu gehen, eine Diät, in der euch sozusagen das Essen entzieht, Yeah. was wäre, wenn ihr stattdessen auf eine Diät der Freundlichkeit gehen würdet? Yeah, what if you were over receiving kindness, receiving it over the top? Ja, so was, wenn ihr euch erlauben würdet, Freundlichkeit zu empfangen, und zwar mehr Freundlichkeit, als ihr euch vorstellen könnt. Freundlich, so viel Freundlichkeit, dass es fast zu viel ist. So Greg, what would you say about weight? Well, first I have to put on my glasses because you two have both got your glasses on, so... So zuerst einmal muss ich meine Brille aufsetzen, weil ihr beiden, oh mein Gott, weil ihr beiden auch gerade Brillen tragt. Ja, so, Greg. So, for me... yeah. Yeah, baby. Yeah. So Michaela Francesca hat ihren Bildschirm mit uns geteilt. Bitte lass das wieder. So, Michaela, kannst du uns hören und aufhören, deinen Bildschirm mit uns zu teilen? Greg, can you do something about it?
I don't know that I can. Yeah, it'd be great if you could, because if he takes her off, do you have availability for over 100 people? Otherwise, if she gets kicked off, she won't be able Yeah. to come back. There you go. Now I just close this. Okay. No, that didn't work either. Can you just throw her out? Yep, up. I'm just about. I have to find her scrolling down. Ja, so er wird die Michaela jetzt rausschmeißen, wenn sie nicht aufhört, ihren Bildschirm mit uns zu teilen. Well, I mean, we could have been lucky and there would be There you nice stuff. But So let me log back on. So for me, weight is a really it's covering for a lot of people, and it's really that a choice. I mean, I can't talk. I'm 124 kilos. Also für mich ist es bei vielen, vielen Leuten Gewicht wirklich das Zudecken von etwas. Und ja, was soll ich sagen? Ich wiege 123 Kilo. But I'm actually really happy with it. Und natürlich, und ich bin absolut glücklich damit. Yummy Kilos, Kass. Yeah. So for me, weight has always been a point of view. Für mich war Gewicht immer eine Ansicht. And for me, I always ask the question, so where is it you don't want to be seen as the beautiful being that you truly be? Und für mich stellt sich immer die Frage, wo möchtet ihr nicht gesehen werden, als das wunderschöne Wesen, das ihr wahrhaftig seid? What is it you're hiding? Was ist es, was ihr versteckt? But again, it's that excess. It's the thoughts, the toxic thoughts that you hold in your body and in your mind. Ja, und wie Kass gesagt hat, es sind diese vergifteten oder giftigen Gedanken, die ihr in eurem Kopf festhaltet, in eurem Geist. And when you say you hold that in your head, but you hold it in your mind, so it's really important just to be aware of that. Your thoughts create your reality. Your points of views create your reality and the body follows. Ja. Und es ist, glaube ich, wirklich zu wissen, eure Gedanken, eure Ansichten kreieren eure Realität und der Körper folgt. So the body does what you ask it to do. Ja. So you don't ask it cognitively. You have your points of views, the body reacts to that. Und natürlich bittet ihr euren Körper nicht ganz bewusst Gewicht zuzulegen, aber ihr habt eure Ansichten und der Körper reagiert auf das, was ihr wirklich meint, nicht auf eure kognitive Anfrage. And these aren't choices that you made yesterday. They're choices that you made a long time ago, usually. Und das sind nicht unbedingt Wahlen, die ihr gestern getroffen habt, sondern normalerweise Wahlen, die ihr vor langer Zeit getroffen habt. Yeah, and I love that you asked that, Gabby. Your body. You said that your body does what you ask it to. Because what is it that your body's responding to? What did you ask it to do? What is the choice, as Greg said, that you made a long time ago, that your body's actually trying to satisfy for you, and it's just not showing up the way you thought it would. Ja. Und das ist genau das Ding, ja. Also ich mag das, wie du gesagt hast, der Körper folgt dem, was ihr denkt. Und ihr könnt die Frage stellen, was ist es, worum ich meinen Körper gebeten habe? Und was ist das, woraufhin mein Körper nun das tut, worum ich ihn gebeten habe? Und eben nicht erst gestern, sondern vielleicht vor langer, langer Zeit. Yeah. Would you be willing to be lusted after? Werdet ihr gewillt, dass man lüstern nach euch ist? Would you be willing for people to choose you not because of your consciousness and your mind and your spirit, but because you were hot and sexy? So werdet ihr gewillt, dass die Leute euch deswegen wählen, nicht nur, weil ihr so bewusst und spirituell und so seid, sondern weil ihr sexy seid. Yeah. I remember I was asking my body, a few years ago, okay, buddy, really, do you really want to continue putting on weight? And the answer was yes. And I was like, what? Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich meinen Körper gefragt, so Körper, jetzt mal ehrlich, willst du wirklich weiter Gewicht zulegen? Und mein Körper hat gesagt, ja. Yeah. So do we have the idea that in order to be someone respected, that they have to like us for us and not for our body? Ja, so ist es vielleicht so, dass ihr diese Ansicht habt, wenn ihr jemand seid, der respektiert werden will und für das gemocht werden will, was wir wahrhaftig sind,
dass ihr dann keinen tollen, sexy Körper haben könnt. And it's really the points of view, also cultural, because I remember Greg telling me about the men in his country. They are real men when they have a tummy. Ja? Und es ist tatsächlich nicht nur unsere persönliche Ansicht, es sind auch unsere kulturellen Ansichten. So, der Greg hat mir immer wieder gesagt, aus Neuseeland, in seinem Land, in seiner Kultur, ein richtiger Mann, der muss einen Bauch haben. Yeah. And in the islands, if you have a skinny wife, you're not treating her well. Und auf den Inseln, wenn du da eine dünne Frau hast, dann sagen die alle zu dir, wahrscheinlich fütterst du sie nicht gut genug und behandelst sie nicht gut genug. Yeah, and in ancient times, more weight meant more wealth. Ja, und in früheren Zeiten hat mehr Gewicht mehr Reichtum bedeutet. So when we're now in that situation, like I read all the questions, there are really people that seem to be desperate about it. They try everything under the sun and they just can't lose weight. And so what would you, give them one tool, the first tool to use. So, also ich habe in den Fragen rumgelesen, bei ganz vielen Leuten scheint es fast verzweifelt zu sein. Sie versuchen alles, was nur möglich ist, um Gewicht zu verlieren. So, was wäre das erste Werkzeug, was ihr ihnen geben würdet? Kass. I was just typing some questions that you can ask yourself and destroy and uncreate everything that comes up around That's that. really cool. That's really cool. So Heidi or Blanca or Sabine, would you be so nice to just copy and paste the questions so we have them afterwards? Yeah. Yes. And so ask really. So truth, is this something I've been asking for that's showing up in a different way? And perceive the energy of that. Ja, so das Erste, was ich sagen würde, fragt. Wahrheit, ist es das, wonach ich gefragt habe und es zeigt sich nur auf eine völlig andere Art und Weise? Und dann nehmt die Energie wahr, die da hochkommt. Yeah, and go into the energy of those cells. So what are you guys holding on to? Und dann geht in die Energien der Zellen. So, was ist es, woran ihr festhaltet? Yeah, and because when people are desperate to lose weight, they're desperate, Ja. right? Und wenn Leute verzweifelt versuchen, Gewicht zu verlieren, was sind sie dann? Verzweifelt. And unfortunately, the thing that will help the most is getting over that point of view, and then you start losing weight. It's like, Ja. Und unglücklicherweise ist es can I genau just das. pretend I'm over that point of view and then lose the weight anyway? No, unfortunately not. Ja, unglücklicherweise müsst ihr diese Ansicht loswerden, um Gewicht zu verlieren. Weil wenn ihr drüber wegkommt, dass ihr Gewicht verlieren müsst, werdet ihr Gewicht verlieren. Und leider funktioniert es nicht, wenn man so tut, als wäre man drüber weg und in Wirklichkeit immer noch verzweifelt ist. Das reicht nicht. Greg, what would you say? First tool. First tool, what am I hiding from? Ja, mein erstes Werkzeug wäre, wovor verstecke ich mich? Was vermeide ich? What I'm avoiding, right? Yeah. Who am I avoiding? Wen vermeide ich? Cool. And somebody commented with a question about genetics, that oftentimes is related in people's minds to weight. My mom was a big girl. My grandma was a big girl, so I have to be a big girl too. So, and we had lots of questions also about genetics. Can we change that? Is it even real? So, und was dazu passt, ist natürlich die Genetik. Ja, sind wir genetisch veranlagt? Meine Mutter war schon dick, meine Großmutter war schon dick. So, können wir das verändern oder ist es überhaupt real? Yeah, it's funny with the genetics. When you even say the word, does it make you feel light? Ja, und das ist wirklich lustig mit diesem Wort Genetik. Wenn ihr das nur hört, dieses Wort, macht es euch dann leichter? Fühlt ihr euch dann leichter, wenn ihr hört Genetik? Didn't Gary in the ABC class, they were asking the difference between humanoid bodies and human bodies, and the human bodies have DNA. And humanoids don't. So everything you bought about genetics and DNA, that isn't true. Also beim fortgeschrittenen Kurs mit Gary hat jemand gefragt, ob das überhaupt existiert, und Gary meint halt, humans, also Menschen haben DNA, aber Humanoids haben das nicht. So for all the people that are not
in Access or not long in Access. So für all die Leute jetzt hier am Zoom, die noch nicht so lange in Access sind, das ist so eine Art von Unterscheidung, die wir bei Access haben, Humans und Humanoids. Ja, es bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie ganz komische Außerirdische sind, wenn man Humanoid ist. Das ist einfach eine andere Seinsweise. So, if DNA is not existing, genetics are not existing either, it's not real. So, und wenn tatsächlich keine DNA existieren würde, dann gibt es auch keine Genetik. Also es ist nicht real. In science, they found that the genetic code is perfect. In der Wissenschaft hat man herausgefunden, dass der genetische Code perfekt ist. And yet we keep recreating scars. Und doch kreieren wir immer wieder aufs neue Narben. And then so they realize that there are other things that we create that aren't necessarily genetic. Und man hat herausgefunden, dass wir alle möglichen Dinge immer wieder kreieren in unseren Körpern, die nicht das Geringste mit Genetik zu tun haben. But are the result of our environment, whether that's physical, emotional, psychological. Sondern dass all das das Ergebnis unserer Umgebung ist, ob das jetzt physisch ist oder emotional oder psychologisch. And that's like our points of views. So Yep. our points of views create our reality also with our bodies. Und das sind alles nur Ansichten. Ja, so unsere Ansichten kreieren unsere Realität mit Körpern. Absolute. Mhm. And it's mimicry, Es ist die Mimikry, es ist die Nachahmung. as well as more than that. Und mehr als das. I mean, Yeah. I created a body that's bigger than anybody else in my family. Just Also by ich habe saying, I want to be that big. einen Körper kreiert, der wesentlich größer ist als die Körper aller anderen in meiner Familie, einfach indem ich gesagt habe, ich will so einen großen Körper. My children have all created big bodies because they decided that their dad was big, so they're going to be too. Und meine Kinder haben alle große Körper kreiert, weil die beschlossen haben, mein Papa ist groß, also werde ich auch groß sein. Unfortunately, the girls and the boys did that. Und glücklicherweise die Mädels auch, nicht nur die Jungs. Kass, Yeah. you wanted to say? No, I just typed it in there. So would you be willing to disown your family Yeah. and Yeah. all the genetics? So werdet ihr gewählt, eure Familie sozusagen genetisch im Stich zu lassen. Would you be willing to be an orphan? So So werdet that ihr gewählt, you eine could- Waise zu sein. Yeah, so I just wrote down Greg's questions also, and also everything that you bought about DNA and genetics that isn't even true or applicable to you, right? Will you give that up and please start choosing and creating the life and body that works for you? Amen, sister. Amen. So, ja, I'm translating it, ja. So, alles, was ihr abgekauft habt über die DNA und über die Genetik, das nicht einmal wahr ist oder anwendbar für euch, wollt ihr das bitte aufgeben und beginnen zu wählen und zu kreieren, ein Leben und einen Körper, der für euch funktioniert? Und werdet ihr wirklich gewillt, eure Genetik sozusagen loszulassen, aufzugeben und auch eure Familiengeschichte in Bezug auf Gewicht? So alles, was das nicht erlaubt, wollte das bitte jetzt zerstören und umkreieren. Everything that doesn't allow that, destroy and uncreate that. Yeah, yeah. I That's wrote it. on that for fuck, oh nein, schon. Yep. Yeah. So okay, we don't have that much time. So the next big issue was communication with bodies. Ja, so wir haben nicht allzu viel Zeit, aber das nächste große Thema für viele war die Kommunikation mit Körpern. So Kass, how can we communicate with our bodies? How can we have flawless communication with our bodies? Ja, wie können wir eine fehlerfreie, makellose Kommunikation mit unseren Körpern haben? I know somebody who wrote a book. Join Gabby. Join Yeah. Gabby's telecall. Ja, genau. Greg sagt gerade, er kennt jemanden, der ein Buch darüber geschrieben hat. Ja, Kass hat die 7 Schritte geschrieben zu einer You can fehlerfreien Kommunikation. Und wir lesen das demnächst vor. So, wenn ihr wollt, lese ich euch das vor und wir reden drüber. Yeah. Yeah, exactly. Come join us in Yeah. Salzburg, right? You know, people often have the energy of talking at their body, and they put the word in there, communicate, ask my body, but the reality is they're talking at their body. It's not a dialogue, it's a monologue.
Ja, so bei ganz vielen Leuten ist da diese Energie von auf den Körper einreden. Sie sagen zwar, sie stellen ihrem Körper Fragen, sie kommunizieren mit ihrem Körper, aber tatsächlich ist es eher ein Monolog als ein Dialog. Es ist keine wirkliche Unterhaltung, es ist ein Einreden auf den Körper. Try to take a few 10 seconds out of your day to just sit for a moment, put your hand on your heart or on your pulse, and find your heartbeat, your pulse, and say hello to your body and just allow that, start the dialogue like that. Ja, so erlaubt euch selbst ein paar 10 Sekunden jeden Tag, in denen ihr wirklich still werdet, euch hinsetzt, eure Hand auf euer Herz legt oder auf euren Puls und dann einmal wirklich euren Körper, den Rhythmus eures Körpers spürt und dann sagt Hi und beginnt so diesen Dialog. Can we just do that now? It's 10 seconds. Ja, können wir das einfach alle jetzt mal tun. Es sind 10 Sekunden. Puls oder Herz. And as soon as you feel that pulse, say hi. Also, sobald ihr euren Puls spürt, sagt Hi. And watch what happens beside the doggy barking, right? Who's like, oh, somebody's connecting. Somebody's connecting Ja. to the earth. Und schaut, was passiert, außer dass der Hund jetzt bellt, der sagt, oh, gerade verbindet sich jemand mit der Erde. Just watch what shows up in that split second after you say hello. Ja, und achtet einfach darauf, was in dieser Millisekunde passiert, nachdem ihr Hi gesagt habt. That's the beginning of the communication. Greg can talk to us about then taking it to the earth, maybe. Ja, so das ist der Beginn der Kommunikation und Greg kann vielleicht jetzt darüber sprechen, was das mit der Erde zu tun hat, wie wir die mit einbeziehen können. Yeah, that's a good idea, Greg. Yeah. I mean, when you stop to listen, you realize that your body and you and the earth are all one thing, that the energy flows through all of you and the universe even. So, wenn ihr beginnt zuzuhören, dann könnt ihr gar nicht anders, als irgendwann zu realisieren, dass die Energie, die durch euch fließt und durch die Erde und durch das Universum, die gleiche ist. And once that happens, then you start to realize that two-way communication is so easy. Und wenn ihr das realisiert habt, dann werdet ihr auch realisieren, dass Kommunikation so einfach ist. It's still a choice Allerdings ist es immer noch eine Wahl. because our mind's so strong because it wants a particular outcome. Ja, denn unser Gehirn, unser Verstand ist so stark, dass es ein bestimmtes Ergebnis möchte. So for me, communication with the body is really about having no conclusions, no projections, and being in total allowance. Ja, denn für mich ist Kommunikation mit dem Körper tatsächlich keinerlei Schlussfolgerungen, Erwartungen, Projektionen zu haben und in vollkommener Erlaubnis zu sein für den Körper. And slow it down. Yeah. Ja, und verlangsamt alles bitte. We're so busy every moment. It's really difficult that you cannot find 10 seconds. Ja, Just wir for you. sind alle so beschäftigt die ganze Zeit. Und es kann nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, 10 Sekunden für uns zu finden. Even if the coffee's boiling, the water's boiling, the doorbell's ringing, 10 seconds for you will make all the difference in your world, and it will not change the water, the coffee, or the doorbell. Ja, und selbst wenn der Kaffee gleich überläuft oder das Wasser kocht oder der Hund bellt oder es an der Tür klingelt, diese 10 Sekunden werden nichts an all dem ändern. Yeah, steal them. Klaut sie, die 10 Sekunden. Steal them for you. Just you and your body. Have a little joke about it. How you're sneaking away for 10 seconds to take Yeah. that time for you. Yeah. Genau, make the body to the partner in crime, right? Yeah. Yeah. Macht euren Körper zum Kumpel bei dieser Verschwörungsgeschichte. Ihr klaut gemeinsam 10 Sekunden und verschwindet gemeinsam. Und dann habt ihr Zeit nur füreinander. Gabi, Dagmar's Yeah. got a hand up. Who? Dagmar. Dagmar? Stropper. Dagmar? Sagst du was? Ich sehe es gerade nicht.
She doesn't say. Oh, well, I'll lower it then. Dagmar? Go on. No, go on. Monica says she has tears in her eyes. Yeah. And Doris says, been so dankbar. Yeah, so grateful. And another person said before, that she started to cry. She's so deeply touched. Yeah. And how much is that nice and gentle for your body? Yeah. To allow it to cry with gratitude. Ja, und wie nett und wunderbar ist das und sanft für eure Körper, wenn ihr erlaubt, aus Dankbarkeit zu weinen. And laugh together at those partners in crime. I love that. Ja, und lacht gemeinsam über diese, wie sagt man Partners in Crime auf Deutsch, diese Verschwörungskumpels oder so. Yeah. And so we said we do only half an hour, but the last group of questions, I would love you to address it. And that is like when you have chronic symptoms, for months, for example, you have symptoms like a flu. Or for months, you have symptoms like chronic fatigue or just tiredness and unwillingness to do anything. So whenever something becomes chronic, what is that? Also, mich zum Übersetzen. So eine andere Gruppe, wir haben nur eine halbe Stunde geplant, eine andere Gruppe von Fragen hat sich darum gedreht, was ist mit chronischen Symptomen. Das heißt, wenn Dinge über Monate hinweg sich nicht verändern. Symptome einer Erkältung zum Beispiel, die einfach immer da zu sein scheinen. Oder chronische Müdigkeit oder einfach nur Müdigkeit oder Lustlosigkeit. So when something becomes chronic, what is that? Yeah. Well, I just was looking up the word chronic because to me it seems like it's related also to recurring and to time, right? Mhm. Ja, also ich habe das Wort chronisch jetzt gerade mal nachgeschlagen. Für mich sieht es so aus, als hätte das was damit zu tun, mit sich immer wiederholen und es hätte mit Zeit zu tun. Yeah, in Access Consciousness, we talk about these trifold sequencing systems, right? These loops, these infinity symbols, upside down, number 8, or sideways. Right? So bei Access reden wir von diesen dreifachen Sequenzsystemen. Das ist diese liegende 8, dieses Unendlichkeitssymbol. Yeah. So what loop are you lost in? What time are you warped into? Ja. In welchem Loop seid ihr gefangen? In welcher Zeitstruktur seid ihr gewarpt? Also hängt ihr fest. And if you were to really recognize time as a creation, would you be able to change and get out of the loop? Oh, und wenn ihr wirklich gewillt seid, Kass, wenn ihr wirklich gewillt werdet, Zeit als Kreation zu sehen, werdet ihr dann in der Lage, aus dieser Dauerschleife herauszukommen. Yeah. Cool. Yeah. Greg. And for me, it's like, are you a healer? Für mich wäre auch immer eine Frage, die ihr stellen könnt, seid ihr ein Heiler? And how many people in your community are you trying to heal by taking the symptoms off so that they don't suffer? Und aus wie vielen Leuten in eurer Umgebung versucht ihr, die Symptome rauszunehmen, damit die nicht leiden müssen? And are you going from body to body to body through the whole community? Und geht ihr vielleicht von Körper zu Körper zu Körper in eurer gesamten Umgebung, in der Gemeinde, in der ihr lebt? Then I'd ask you, so is that working for you? Und dann würde ich euch fragen, funktioniert das für euch? And I'd really invite you to change your mind and do something different and ask your body, do it with ease or don't do it at all. Und dann würde ich wirklich den Körper, würde ich euch wirklich bitten, was anderes zu wählen und euren Körper zu bitten, es mit Leichtigkeit zu tun. And there's a third thing that comes up for me, and a very dear friend of mine had that recently. Und da ist noch was Drittes, was mir jetzt kommt, und eine sehr liebe Freundin von mir hat das neulich erlebt. She had chronic symptoms for years and years and years. And then there was this moment where she truly acknowledged who she is. And she lost every resistance to that. And from that moment on, the symptoms were gone.
So eine sehr liebe Freundin von mir hatte Schmerzen oder Zustände im Körper über Jahre hinweg, die sich nicht wirklich verändert haben. Und dann kam dieser Moment der Erkenntnis oder der Anerkennung dessen, was sie wirklich ist, die Heilerin. Und sie hat in diesem Moment sämtlichen Widerstand verloren dagegen und hat es umarmt sozusagen, dass sie das wahrhaftig ist. Und in dem Moment waren die Symptome weg. Cool. Awesome. Yeah. So, we're over time. And Greg and Kass, I'm so grateful for you both to have you in my life, two of my favorite peeps on the planet. And I think that was a really cool Zoom. Now we addressed a lot. We like delivered lots of tools. So erstmal vielen Dank, Greg und Kass. Vielen, vielen Dank. Ich bin so happy, euch beiden in meinem Leben zu haben. Zwei von meinen Lieblingsmenschen auf der Welt. Und wir hatten zwar nicht wenig Zeit, aber ich glaube, wir haben euch sehr viele Tools an die Hand gegeben. Und wer mehr haben möchte, ja, es ist immer die Chance, zu einem von unseren Kursen zu kommen. Wir haben in Salzburg jetzt einen 3-Tage-Körperkurs mit Kass. Greg und ich sind natürlich auch da. Ich, weil ich sie übersetze, und der Greg, weil er einfach Lust dazu hat. Wenn ihr Lust habt, das wäre eine Option für euch. Und ansonsten gibt es jede Menge andere Zooms oder Kurse und auch Einzelsessions mit uns allen natürlich. Ihr könnt alles fragen, ihr könnt alles verändern. Schaut, was für euch funktioniert und was für euch leicht ist. So, and exactly. Everyone can change everything and can choose everything and just see what's light for you and what is expanding your life. Cool. Let's do it. Yeah. I'm in. Okay, I choose. I'm in. Yeah. Dankeschön. So nice to look at all the faces now. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Danke euch.